Marcel, 2:3 am Ende, aus meiner Sicht irgendwie ein Stück weit absurder Spielverlauf. Wie hast du das auf dem Platz wahrgenommen? Ja, kann man absolut so sagen. Schlechter Start, dann bringen wir es wieder auf unsere Seite, machen es ganz gut, haben die Kontrolle, setzen uns oft fest in deren Hälfte, haben viele Chancen, kommen zurück, auch verdient. Dann gehen wir in die Halbzeit, sprechen an, dass wir gut rauskommen wollen, dass sie wahrscheinlich was anpassen wollen und wir darauf gut reagieren müssen. Und dann auf einmal ist wie so ein Faden drin, den wir verloren haben. 3, 4 ganz wilde Minuten, wo wir ganz schlecht verteidigen, einfache Bälle verlieren und dann auf einmal läuft ein Konter rein im eigenen Stadion. Das sollte nicht passieren. Wir haben danach alles probiert, haben nur 1, 2 gute Chancen gehabt, aber es soll nicht so sein. Ja, das ist im Moment schwer zu erklären, warum und wieso. Du sagst schon, es ist schwer zu erklären. Wenn man draußen sitzt, fragt man sich, wie kommt es zu diesem Kontrollverlust? Weil ihr ja zeigt, es geht eigentlich, wie du es auch gesagt hast in der ersten Halbzeit. Hast du da jetzt so kurz nach Abpfiff schon einen Ansatz, wie es dazu kommen kann? Ja, ich bin schon der Meinung, dass wenn wir ein bisschen angelaufen wären, ein bisschen aggressiver, ein bisschen höher, dann schmeißen wir ein bisschen die Nerven weg und spielen nicht mehr so, wie wir es auch können. Und schießen dann auf die Bälle lang und warten viel zu lange, bis wir mal Spielfortsetzung machen. Und dann, wenn du 2, 3 Ballverluste hast, dann bringt das natürlich den Gegner auf und uns eher runter. Und so konnten die das Momentum nutzen. So eine 10-minütige Phase, würde ich jetzt sagen, wo wir nicht auf der Höhe waren. Und dann siehst du ja, in der Bundesliga geht es oft schnell und dann sind die eiskalt. Du hattest in der ersten Halbzeit 2 gute Abschlussaktionen, einmal nach Ecke, einmal per Freistoß. Was hat da gefehlt? War es ein bisschen das Quäntchen Glück, oder? Ja, also klar, Torwart hält dann, aber so haben wir ja Druck aufgebaut. So bringst du den Gegner ins Gefühl, dass da heute nichts geht, dass wir absolut dominant sind, dass wir immer wieder Aktionen abschließen. Dadurch entstehen Eckbälle, Freistöße, wie auch immer. Und so musst du einfach 90 Minuten spielen, den Gegnern keinen Hauch einer Chance geben. Und wie wir es gesehen haben, haben wir das leider gemacht und dann verlierst du so ein Spiel, was natürlich absolut inakzeptabel ist und auch sehr enttäuschend ist.